Es ist kurz vor Jahresende, es ist Auswanderungshochsaison, aber bei ganz vielen gibt es hier ein großes Missverständnis bezüglich der Abmeldung aus Deutschland. Und genau deswegen wollen wir uns einmal mit diesem Thema jetzt intensiv in diesem Video auseinandersetzen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Demnächst haben wir wieder ein paar interessante Seminare zum Thema Auswandern in Zürich, nämlich einmal unser zweitägiges Intensivseminar Auswandern in die Schweiz. Bei diesem Seminar befassen wir uns mit allen steuerlichen und rechtlichen Themen rund um die Auswanderung in die Schweiz, was es steuerlich in der Schweiz zu beachten gibt, steuerlich in Deutschland zu beachten gibt, Aufenthaltsbewilligung, Schweizer Staatsangehörigkeit annehmen etc. pp. Dann darauf folgend ein eintägiger Workshop zum Thema Auswandern nach Irland. Irland ist ja für viele interessant, nicht in der NATO, neutral, hat ein steuerlich attraktives Non-Dom-Regime. Auch ist der irische Pass extrem stark und Homeschooling ist natürlich ebenso in Irland erlaubt. Englischsprachig ist es auch noch damit ein Land, das natürlich für viele Deutsche, gerade Familien, dann besonders interessant ist. Und dann natürlich auch noch unser drittes Seminar, was in der gleichen Woche am Donnerstag und Freitag stattfinden wird, nämlich steueroptimiert auswandern als Investor und Trader. Für viele ein Traum, vom eigenen Kapital zu leben, von den eigenen Kapitaleinkünften. Kein Job, kein Boss, kein Unternehmen, einfach nur als Anleger am Kapitalmarkt möglichst steuerfrei zu leben. Darum geht es dann bei unserem letzten Seminar in dieser Woche. Ich würde mich freuen, dich bei einem dieser Seminare kennenzulernen. Alles weitere dazu natürlich auf unserer Webseite. Link dazu packe ich in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Nun aber zurück zum eigentlichen Thema. Zum Thema Abmeldung habe ich ja schon etliche Videos hier gemacht, aber es ist eben diese Jahreszeit, es ist eben Dezember und viele wollen ja noch am Ende des Jahres auswandern oder vielleicht auch Anfang nächsten Jahres. Und gerade bei Deutschen und Österreichern und zum Teil aber auch bei Schweizern gibt es da immer ganz enorme Missverständnisse hinsichtlich der sogenannten Abmeldung. Die Deutschsprachigen sind ja geradezu besessen von der Abmeldung beziehungsweise von der Anmeldung und sie denken, dass das Nonplusultra ist. Sie denken, sobald ich mich abgemeldet habe, ist alles gut. Dann bin ich nicht mehr auf dem Radar der Behörden, dann bin ich nicht mehr steuerpflichtig, dann habe ich keinerlei Pflichten mehr in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Dann kann ich einfach abhauen und dann nach mir sozusagen die Sintflut. Das sehe ich eben besonders stark bei Deutschen, Österreichern und Schweizern. Warum? In vielen Ländern gibt es ja gar kein wirkliches polizeiliches Meldewesen. Also wenn du die USA anschaust oder auch Irland anschaust oder auch UK zum Beispiel anschaust, da meldet man sich weder an noch ab. Ja, da kennt man dieses Thema überhaupt nicht. Aber natürlich, bei uns ist das anders. Und irgendwann hat sich so die Meinung verbreitet, dass sobald ich mich abgemeldet habe bei der Gemeinde, das heißt, sobald ich beim Einwohnermeldeamt gewesen bin, gesagt haben, ich werde jetzt Deutschland verlassen, dann bin ich raus, dann bin ich frei. Und besonders problematisch ist, dass viele dies auch glauben im Hinblick auf das Finanzamt. Sie denken also, sobald ich abgemeldet bin, ist alles in Ordnung, dann endet meine unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland, dann muss ich nichts mehr einreichen, keine Steuererklärung, dann bin ich keine Rechenschaft mehr schuldig dem Finanzamt gegenüber, dann können die mich mal kreuzweise. So, und hier muss man nun tatsächlich aufräumen, denn das sind absolut alles nur Gerüchte. Das stimmt alles tatsächlich überhaupt nicht. Warum sich das so etabliert hat, ich weiß es auch nicht, aber es liegt wahrscheinlich daran, dass das Ganze ja auch nicht ganz unkompliziert ist. Also aus steuerlicher Sicht hat die Abmeldung, wenn du dich aus Deutschland abmeldest oder auch aus Österreich, absolut null Wirkung. Es ist völlig egal, du brauchst dich auch nicht abmelden an deiner unbeschränkten Steuerpflicht, ändert das überhaupt nichts. Du kannst ins Ausland umziehen, weiter angemeldet bleiben, dann endet deine unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland oder auch in Österreich. Umgekehrt kannst du dich abmelden und dann vieles nicht korrekt machen und dann bleibst du einfach nach wie vor möglicherweise jahrelang noch unbeschränkt steuerpflichtig in Deutschland oder Österreich und weißt es nicht mal. Denn in beiden Ländern, sowohl Deutschland als auch Österreich, geht es nicht um die Abmeldung. Also die Steuerpflicht hängt nicht an der Abmeldung oder an der Anmeldung. Und die Steuerpflicht hängt auch nicht an deiner Anwesenheit in Deutschland oder Österreich. Das ist ja eine weitere Legende. 183 Tage Regelung. Ja, da gibt es zig Videos, wo Leute behaupten, es kommt darauf an, ob du 183 Tage irgendwo bist, beziehungsweise wenn du nicht 183 Tage irgendwo bist, dann bist du dann nicht steuerpflichtig, ist auch totaler Quatsch. In Deutschland giltst du als unbeschränkt steuerpflichtig und das gleiche gilt auch in Österreich, wenn du dort einen Wohnsitz hast. Es spielt keine Rolle, wie oft du dich in Deutschland aufhältst. Einen Tag, 183 Tage, 365 Tage, du hast einen Wohnsitz, also bleibst du unbeschränkt steuerpflichtig. Ob du jetzt polizeilich
angemeldet oder abgemeldet bist, hat steuerlich überhaupt keine Auswirkung. Wie gesagt, bei der Anmeldung, bei der Abmeldung geht es um Melderecht. Steuerlich relevant ist, wie gesagt, der Wohnsitz. Das heißt, damit du die unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland oder auch in Österreich beenden kannst, musst du deinen Wohnsitz aufgeben. Das heißt konkret, wenn du zur Miete wohnst, musst du den Mietvertrag kündigen. Du musst deine Sachen aus der Wohnung rausräumen. Du musst aus der Wohnung ausgezogen sein, du musst Strom, Gas, Wasser etc. abgemeldet haben und dann hast du den Wohnsitz aufgegeben, wenn du natürlich nicht irgendwo dann einen neuen Wohnsitz begründest in Deutschland. Und natürlich Österreich gilt genau das Gleiche. Dann musst du zweitens noch den ortsgewöhnlichen Aufenthalt beenden. Das tust du dadurch, indem du Deutschland verlässt bzw. Österreich und damit ist dann auch die unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland bzw. in Österreich vorbei. Danach bist du beschränkt steuerpflichtig, möglicherweise in Deutschland erweitert beschränkt steuerpflichtig. Das heißt also, viel wichtiger als die Abmeldung ist die Aufgabe des Wohnsitzes. Du kannst die Abmeldung auch noch dann machen, wenn du Deutschland verlassen hast. Wenn du das vergisst, ist das überhaupt kein Problem. Bei vielen Behörden kannst du es ja mittlerweile online einreichen. Rückwirkend funktioniert aber meistens nur für 7 bzw. für 14 Tage. Das heißt, das geht eigentlich nicht. Aber wie gesagt, es ist komplett egal. Selbst wenn du dich erst abmeldest am 30.06. des Folgejahres, endet deine unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland bzw. Österreich dann, wenn du den Wohnsitz aufgegeben hast. Das heißt, jetzt haben wir Dezember. Nehmen wir mal an, du kündigst jetzt den Mietvertrag, du räumst deine Sachen aus der Wohnung raus, du meldest Strom, Gas und Wasser ab und du verlässt dann Deutschland am 31.12. bzw. Österreich am 31.12. Dann endet deine unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland bzw. in Österreich am 31.12.2025. Das heißt, du bist dann ab dem nächsten Jahr nicht mehr unbeschränkt steuerpflichtig, sondern nur noch beschränkt steuerpflichtig oder in Deutschland möglicherweise weiter beschränkt steuerpflichtig. Immer natürlich auch unter der Annahme, dass der gewöhnliche Aufenthalt sich dann nicht in Deutschland bzw. in Österreich befindet. Ist die Abmeldung komplett egal fürs Finanzamt? So würde ich es auch nicht bezeichnen. Die Abmeldung kann schon ein wichtiges Indiz sein für das Finanzamt. Wir kennen zum Beispiel Situationen von Mandanten, wo jetzt sich einer tatsächlich nicht abgemeldet hat, wo er es einfach vergessen hat oder es nicht geschafft hat. Er blieb einfach also weiter angemeldet, zum Beispiel bei den Eltern. Nach Jahren hat dann mal das Finanzamt angeklopft bei den Eltern beziehungsweise sogar die Steuerfahndung und hat gesagt, naja, hier ist ja noch ein Herr so und so angemeldet, hat aber schon seit Jahren keine Steuererklärung mehr eingereicht. Dem wollen wir doch mal auf den Zahn fühlen. Aber auch hier geht es natürlich dann tatsächlich um ein Missverständnis. Das konnte man natürlich mit den Behörden klären, ist aber natürlich unangenehm. Wer will schon, dass dort einen die Behörden in Deutschland suchen? Also daher ist es natürlich gut, wenn man das mit der Abmeldung korrekt tut, wenn man das richtig macht, dann hat man für Klarheit gesorgt. Aber wie gesagt, auch im vorangegangenen Fall, den ich beschrieben habe, ist es natürlich so, dass derjenige dann nicht noch tatsächlich in Deutschland steuerpflichtig gewesen war, sondern er konnte eben nachweisen, dass er den Wohnsitz beendet hatte, dass er schon lange in der entsprechenden Wohnung nicht mehr gelebt hat und somit hat sich das dann auch bei den Behörden erübrigt. Also daher, die Abmeldung ist natürlich schon wichtig, ja, aber sie ist lediglich ein Indiz dafür, dass du Deutschland verlassen hast, dass du Österreich verlassen hast. Wenn du aus Deutschland auswanderst, dann schickt dir das Finanzamt auch einen Fragebogen, meistens mit 16 Fragen zu deiner Auswanderung zu. Diesen Fragebogen werde ich dir jetzt einmal zeigen und dann werden wir mal sehen, was da für Angaben gefragt werden und dass da im Grunde genommen die Abmeldung gar nicht so entscheidend ist. Übrigens, wenn du möchtest, dann schicke ich dir diesen Fragebogen natürlich auch gerne zu und ich lasse dich auch gerne wissen, wie du in den meisten Fällen verhindern kannst, dass du diesen Fragebogen bekommst. Trag dich einfach in unsere E-Mail-Liste ein, dann schicke ich dir einen Link zu dem Fragebogen zu, gebe dir ein paar Tipps, wie du sogar verhindern kannst, in den meisten Fällen, dass dir das Finanzamt diesen Fragebogen überhaupt zuschickt. Da sind nämlich auch Fragen drin, die du vielleicht gar nicht beantworten willst gerne. Einige sind komplett unverfänglich, andere sind so ein bisschen, naja, will ich das wirklich hier dem Finanzamt mitteilen, wenn ich nicht wirklich muss? Also schauen wir uns einmal den Fragebogen an. So, hier ist die erste Seite, das ist der Original-Fragebogen. Wir haben das Ganze natürlich geschwärzt.
Hier die erste Frage von 16. Wie lange haben Sie in der Bundesrepublik Deutschland gelebt? Zweitens, seit wann genaues Datum befinden Sie sich im Ausland? So, hier wird nun tatsächlich nach der Abmeldung gefragt. Aber selbst wenn du hier zum Beispiel einen späteren Zeitpunkt eintragen würdest und du kannst dann belegen, dass du eben tatsächlich zu diesem Zeitpunkt, der hier oben genannt ist, umgezogen bist, hättest du kein Problem. Und entsprechend sind ja auch die Nachweise beizufügen von der ausländischen Behörde, gar nicht vom Inland. Also Ansässigkeitsbescheinigung der ausländischen Finanzbehörde, Auszug aus dem ausländischen Melderegister zum Beispiel. Welche Nachweise du angibst, sind dort eigentlich egal. Und dann hier die nächste Frage, da geht es um den Wohnsitz und es ist sehr interessant, wie das formuliert wurde. Nutzen Sie Ihre bisherige Wohnung weiterhin oder eine andere inländische Wohnung? Hier wird gar nicht gefragt, bist du weiterhin der Mieter dieser Wohnung? Bist du weiter der Eigentümer dieser Wohnung? Es gibt ja Mandanten, die sagen, naja, okay, ich vermiete das dann einfach an meine Tochter, an meinen Sohn weiter, dann kann ich weiter einen Wohnsitz in Deutschland nutzen. Aber nein, darum geht es hier gar nicht in dieser Frage, sondern es geht darum, um die Frage, ob du die bisherige Wohnung nutzt. Daher ganz entscheidend, wenn du auswanderst, auf keinen Fall in der bisherigen Wohnung übernachten, wenn diese aus irgendeinem Grund zum Beispiel in der Familie bleibt oder wenn du zu Hause ausziehst von den Eltern etc. pp. Und dann auch hier wieder die Nachweise, um die es hier geht. Auch hier wirst du die Abmeldung nicht finden. Kündigung des Mietvertrages, Unterlagen über den Verkauf der bisherigen Wohnung, Abmeldung von Kfz, Umzugs-, Reisekostenbelege, Nachsendeauftrag bei der Post, letztmalige Abrechnung der häuslichen Nebenkosten, Strom, Wasser, Telefon, Abfallgebühr. Hier geht es dann weiter mit dem Fragebogen. Wie gesagt, da wollen wir uns gar nicht groß mit befassen. Trag dich hier in unsere Liste ein. Wie du also aus dem Fragebogen sehen kannst, ist die Abmeldung dort absolut zweitrangig. Es wird zwar danach gefragt, aber du musst Belege nachweisen, dass du wirklich in Deutschland den Wohnsitz aufgegeben hast. In Österreich übrigens gilt das Gleiche entsprechend, auch wenn ich jetzt nicht ehrlich gesagt weiß, ob du auch in Österreich ein solches Formular zugeschickt bekommst. Wichtig ist, was im wirklichen Leben passiert. Bist du wirklich aus Deutschland weg? Hast du wirklich den Wohnsitz aufgegeben oder nutzt du diesen Wohnsitz in Deutschland noch weiter? Damit bleibt dann auch die unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland weiter bestehen. Nachweise, die du einreichen musst, die beziehen sich alle nicht auf die Anmeldung oder Abmeldung, sondern die beziehen sich auf tatsächlich darauf, was im Leben wirklich passiert ist. Neue Wohnung angemietet, Kinder, die in der Schule sind, Kinder, die beim Arzt angemeldet sind, Strom, Gas, Wasserrechnung und so weiter und so fort. Das heißt, das Thema Abmeldung im Sinne von Abmeldung beim Einwohnermeldeamt, das kannst du letztlich getrost ignorieren, will ich schon fast sagen. Dennoch natürlich als Indiz ein wichtiger Schritt, eine Formalität, die natürlich auch melderechtlich wichtig ist. Also das solltest du auf jeden Fall tun. Aber aus steuerlicher Sicht bitte hier nicht allzu großes Gewicht drauflegen. Extrem wichtig ist, dass du den Wohnsitz beendest, aus deutscher Sicht und natürlich auch aus österreichischer Sicht. Da sind die deutschen Behörden extrem pingelig. Das heißt, wenn du noch irgendwas hast in Deutschland, was nach einem Wohnsitz aussieht, wir hatten mal zum Beispiel einen Mandanten, der hatte eine Jagdhütte ohne Strom und fließendes Wasser und man hat ihm einen Wohnsitz angedreht. Ja, dann bist du da sehr schnell in sehr heißem Fahrwasser, beziehungsweise du bist halt einfach in Deutschland dann weiterhin unbeschränkt steuerpflichtig und hättest dann keinerlei steuerliche Vorteile, wenn du jetzt in ein steuergünstiges Land zum Beispiel umziehst. Daher also fokussiere dich nicht so sehr auf die Abmeldung, fokussiere dich ganz stark darauf, wie du den Wohnsitz wirklich sauber aufgibst. Wie gesagt, für viele ist das trivial einfach, wie ich es vorhin schon gesagt habe, Mietvertrag kündigen, Wohnung ausräumen und Strom, Gas, Wasser abmelden. Aber eben, es gibt immer auch so Spezialfälle, wo dann Leute sagen, naja, ich vermiete meine Wohnung an meine Firma oder ich vermiete meine Wohnung an meine Kinder oder ich verschenke meine Wohnung an meine Kinder, dann ist ja nicht mehr mein Wohnsitz. Das stimmt alles nicht, das bleibt alles trotzdem dein Wohnsitz. Wie gesagt, du darfst das nicht mehr nutzen können, deine Sachen dürfen nicht drinstehen. Und du darfst dich dort nicht mehr aufhalten nach der Auswanderung, du darfst dort nicht mehr übernachten. Das ist ganz entscheidend. Ansonsten, wie gesagt, ist der Ärger vorprogrammiert. Das Finanzamt fragt dich mit diesem Fragebogen dann entsprechend danach. Du musst dir natürlich auch die Wahrheit sagen. Dieser Fragebogen, der kommt normalerweise erst 6 bis 12 Monate nach der Auswanderung. Das heißt, du musst dann rückwirkend beantworten seit der Auswanderung. Wenn du dann den Wohnsitz nicht richtig aufgegeben hast, dann bleibst du im Grunde weiterhin in Deutschland steuerpflichtig. Also da bist du dann ganz schnell in der Bredouille, vor allen Dingen, wenn du nicht darauf vorbereitet bist. Daher ganz wichtig, Abmeldung hat keine hohe Priorität. Die höchste Priorität muss für dich haben, den Wohnsitz in Deutschland bzw. in Österreich aufzugeben und natürlich dann auch nicht mehr wirklich in Deutschland bzw. Österreich anwesend zu sein. Das heißt, wirklich auch das Land verlassen zu können und möglichst wenig Zeit dann
in Deutschland und Österreich zu verbringen, insbesondere im ersten Jahr nach der Auswanderung. Also, wenn auch du vorhast, Ende des Jahres auszuwandern, wünsche ich dir viel Erfolg, viel Glück dabei. Wenn die Auswanderung erst für dich zu einem späteren Zeitpunkt geplant ist, dann würde ich mich freuen, natürlich dich bei einem unserer Seminare, Veranstaltungen oder Reisen zu treffen. Ansonsten natürlich gerne auch ein Beratungsgespräch buchen. Details dazu ebenfalls in der Beschreibung zu diesem Video. Wir tun seit 20 Jahren nichts anderes, als Mandanten genau bei solchen Fragen zu unterstützen. Korrekte Abmeldung, Auswanderung, steueroptimiert im Ausland leben, sich vor der Zugriffigkeit der EU zu schützen. Themen, die uns alle angehen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.